Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla und herzlich willkommen bei Bucher Media. Ich sage etwas und du verstehst nur Bahnhof. Hä? Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise. Eine Reise von der Anfrage bis zum fertigen Film. Beginnt mit der Kundenanfrage, über die Konzepterstellung, Casting, zum Schnitt bis zum Abliefern. Am Ende zeigen wir euch dann den Clip, den wir besprochen haben und einen Geheimtipp noch von uns. Als Beispiel haben wir heute das Screening von bunte.de. Der Burda Verlag hat entschlossen, dass bunte.de an der DMEXCO in Frankfurt teilnehmen soll. Dort sollten sie ihr erfolgreiches Schaffen präsentieren. DMEXCO, die Digital Marketing Exposition and Conference, ist eine einmal im Jahr stattfindende Fachmesse für digitales Marketing und Werbung. Für bunte.de eine Riesenchance, 45 Minuten live auf der Bühne vor den wichtigsten Entscheidungsträgern aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation stehen zu dürfen. Ein Freund von uns kam auf uns zu mit der Anfrage, Chris Cools. Wir verlinken auch noch seinen Blog unten. Können wir euch nur wärmstens empfehlen. Da ist einer, der aus dem Nähkästchen spricht, was jetzt so in der Showbranche los ist. Ja, er erzählt wirklich tolle Sachen. Also wenn ihr im Bereich Event irgendetwas lernen wollt, es lohnt sich. Ja, also genau, auch als Inspiration. Ja. Zurück zum bunte.de Projekt. Die Aufgabe war grundsätzlich klar, wir sollten diese 45-Minuten-Show auf diese riesige Leinwand bringen. Also das soll einfach 45 Minuten lang, soll die Leinwand bespielt werden. Ja, und es war auch immer abgewechselt zwischen Leuten, die interviewt wurden oder bunte.de Mitarbeitern und dem Hintergrund, und es musste halt einfach alles so zeitlich schön miteinander spielen. Ja, es soll nichts dem Zufall überlassen werden. Genau. Ja. Und eins war auch noch dem Ablaufregisseur, dem Chris Cools, wichtig, weil, also man muss denken, die Leute, die da ankommen und die sich diese Shows anschauen, die schauen sich pro Tag einfach x solche Shows an. Und die schöne Idee war wirklich, dass die Leute ankommen können und erstmal das Gefühl bekommen, dass sie zu Hause ankommen. Und deswegen, das Briefing war echt super spannend für uns auch, weil wir das einfach eine tolle Idee fanden, dass es nicht nur um irgendeinen Verkauf geht, sondern dass die Leute ankommen dürfen im Raum, dass sie gewertschätzt werden. Am Schluss gab es auch noch ein Geschenk, und es war echt irgend so ein Mindsetting, wo wir gesagt haben, doch, da verlieben wir uns auch und sehen uns auch als Teil davon. Das war echt cool. Ja, aber bevor wir das alles wussten, war es so, das Bunte hat ihren Sitz in München, der Ablaufregisseur in Köln und wir sitzen in der Schweiz. Und da ist einfach Priscilla mal mit dem Chris, eben mit dem Ablaufregisseur, nach München gefahren und hatte da das erste Treffen. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Ja, das war auch mega toll. Das ist einfach ein super Team, das bunte.de Team, alles super sympathisch. Und der Chris hat das gerockt, wie er das immer macht. Und ja, also wir waren einfach super schnell alle so auf gleicher Wellenlänge und haben gesagt, ja, das rocken wir, auch in der kurzen Zeit. Die Herausforderung war ja hier, es war kurz vor den Sommerferien und wir hatten genauso gestaffelt Sommerferien. Dann war irgendwie der Chris weg, dann waren wir weg, dann waren die von bunte.de weg. Es war echt einfach so, von der Timeline her mussten wir uns enorm ranhalten. Aber wir dachten, nee, das Team ist cool, das Vertrauen ist da. Wir haben täglich telefoniert, waren über Slack verbunden. Ja. Und ja, es musste wirklich schnell gehen und wir mussten von Anfang an konzentriert rangehen und haben eigentlich alles in Rekordzeit fertiggestellt. Genau. Um das schon mal vorwegzunehmen. Es musste dann alles eben innerhalb von 5 Wochen musste dann alles auf den Servern liegen. Genau. Und hier auch wieder war mega wichtig, dass wir einfach von Anfang an direkt kommuniziert haben, auch gleich einen Zeitplan gemacht haben und gesagt haben, wir haben wirklich nur Zeit für 2 Feedbackrunden, das und das. Und eben das waren so Leute, die wollten auch super schnell und präzise arbeiten, und das ist eigentlich die Art, wie wir es lieben. Es ist uns egal, wenn das Projekt mega unter Zeitdruck ist, aber wenn die Kommunikation stimmt und die Leute auch schnell wieder zurückreagieren und Feedback geben, dann ist das einfach, macht das Spaß. Ja, alle an einem Strang ziehen, und wir hatten auch viel Spaß, muss ich sagen. Und schlussendlich sollten wir 5 Produkte erstellen. Das war einmal den Opener für die Show, den wir euch am Ende des Videos zeigen.
dann einen Trailer über bunte.de, das Motion Design, also alles, was sich im Hintergrund bewegt, während den Speeches auch. Und natürlich Keynotes, also die Inhalte auch ansehnlich präsentiert. Und ein Outro am Schluss kam noch dazu. Jetzt wollen wir uns mal die Arbeitsschritte ansehen für die Entstehung des Openers. Und wir würden gerne mal schauen, wie das bei euch ankommt, jetzt diese Art von Video, die wir jetzt gerade machen. Dann können wir euch, falls euch das gefällt, auch noch die weiteren Produkte so als Video vorstellen und wie wir die im Einzelnen angegangen sind. Genau. Also ich kam aus München zurück in die Schweiz und hatte schon mal das Briefing. Dann habe ich einen unserer Freelancer, der Christian Ebert, kontaktiert, den Auftrag erklärt, die Wünsche des Kunden, dann schon meine Bildwelten, die ich im Kopf hatte. Und ich habe ihm gesagt, jetzt schreibst du 8 lyrische Zeilen. Und Christian ist ein Künstler und ein Profi, wir lieben ihn. Er hat 8 Zeilen geschrieben, das ging noch ein bisschen hin und her. Als wir mit den Zeilen zufrieden waren, schickte ich die zusammen mit dem Konzept. Und im Konzept, ganz wichtig, füge ich immer gerne die schriftlichen Zeilen, das was der Sprecher sagt, mit den beschriebenen Bildwelten zusammen. Einfach um zu veranschaulichen nochmal, was dann genau bildlich vorkommt, was wir drehen. Das soll unter anderem diesen lyrischen Text unterstreichen, aber oft wollen wir auch nicht genau das zeigen, was natürlich die Sprecherin dann sagt, sondern ein anderes Gefühl visuell hervorheben. Und was ich zusätzlich immer mache, ist ein Moodboard. Ich gehe auf Pinterest und suche die Bildwelten, die möglichst nah dran kommen, wie ich es mir vorstelle. Jetzt ist es super schwierig, denn die Einstellung muss passen, die Perspektive muss passen, die Farbwelt muss passen und die Protagonisten, die auf diesen Bildern vorkommen, auch. Das heißt, man ist schon eine Zeit lang auf Pinterest unterwegs, aber ich liebe das, deswegen ist das kein Problem. In diesem Fall hatte ich dann dieses Konzeptpaket zusammengeschnürt und dem Ablaufregisseur geschickt. Und der hat es sich angeschaut und gleich weitergeschickt an die Verantwortliche von bunte.de. Dann kam das Feedback zurück. Es gab von dem lyrischen Text nur ein paar kleine Anpassungen war das. Aber beim Moodboard hatten wir uns komplett anders verstanden. Ich war so in der Natur unterwegs. Und der Kunde meinte dann, nein, das soll viel urbaner werden, Street Art, Stadtcafé, moderner, schneller. Und in solchen Momenten, wo es um Zeitdruck geht und wo man super schnell kommunizieren muss, ist es einfach so gut, in 3 Sparten zu kommunizieren. Und zwar eben in der Lyrik, das gesprochene Wort, dann das Bildliche beschrieben, was wird getan, was macht der Protagonist während dem gesprochenen Wort und dann noch diese Bildwelten. Das heißt, wir konnten uns super schnell dann finden. Natürlich habe ich das dann angepasst und die angepasste Version nochmal zur Abgabe eingeschickt. Als wir die Bestätigung hatten, das Konzept wurde so abgenommen, konnte dann meine spannende Arbeit anfangen. Es tut mir leid, dass du jetzt noch gerade so auf Pause bist, aber du bist gleich dran. Ich finde es auch spannend. Schön. Auf jeden Fall, wenn dann das Konzept abgenommen wird, dann kommt eigentlich meine absolute Lieblingsphase. Dann kommt es dazu, dass ich den Dreh vorbereiten darf. Das heißt, ich darf Schauspielerinnen und Tänzerinnen casten. Und ich liebe das. Und das Tolle in unserer Zeit sind die sozialen Netzwerke, denn da findet man Gold. Denn auf Instagram, da tummeln sich so viele Tänzer und Schauspielerinnen oder einfach Menschen, die ein gutes Körpergefühl haben und eine tolle Ausstrahlung, dass man einfach super viele Kandidatinnen findet. Das heißt, ich schreibe dann alle an, schaue natürlich, dass die bei uns in der Nähe wohnen, dann vereinbare ich einen Tagessatz mit ihnen, dann erstelle ich für jede einzelne eine Setcard, das heißt Fotos, Größe, was halt alles wichtig ist, wo ich auch denke, dass es für den Kunden wichtig ist. Und dann schicke ich die Setcards zum Kunden. Der sucht dann jemand aus, dann gebe ich dieser Person die Bestätigung, du bist es, und ab dem Moment kann ich den Drehtermin festlegen. Weil vorher war es nur etwa so, hey, hättest du Zeit, ich habe eine Anfrage für dich in dem Monat. Aber ab dem Moment, wo die Schauspielerin oder die Tänzerin, und warum Tänzerin? Ich arbeite super gerne mit Tänzerinnen zusammen, wenn kein gesprochener Text vorkommt, weil dann
braucht die Protagonistin keine Schauspielausbildung, dann braucht sie eigentlich nur ein gutes Körperbewusstsein. In diesem Fall hier bei Bunte.de hatte ich nach Tänzerinnen gesucht, weil wir eben Bewegung haben wollten im Clip und uns das einfach wichtig war. Auf jeden Fall Drehtermin, dann war der gefixt. Dann ging es endlich, konnte ich den Drehplan schreiben, da auch super wichtig, da gehe ich gerne zu den Locations, dann schaue ich die Laufwege an, wie viel Zeit brauchen wir für welche Szene, welche Einstellungen, wie steht die Sonne. Weil das ist auch kein Zufall. Ihr werdet nachher im Clip sehen, dass sie einmal nach der Sonne greift. Das hatte ich schon vorher im Konzept drin, und zwar beim Beschrieb, was passiert, wenn die lyrischen Zeilen gesprochen werden. Das heißt, das wusste der Kunde, und der Kunde erwartet auch, dass die Hand nach dieser Sonne greift. Das heißt, wir richten dann auch den Zeitplan nach Sonnenstand ein. Was dann noch dazu kommt während dieser Zeit vom Drehplan schreiben, ist das Outfit. In diesem Falle hatte die Protagonistin dann super Kleider zur Verfügung. Sie hat sich abfotografiert. Wir haben das der Kundin geschickt, die Fotos. Da hat sie was rausgesucht. Das war also super schnell. Das heißt, da hatte ich nicht mal irgendwie einen Aufwand, dass ich noch shoppen gehen musste. Genau, kommen wir jetzt langsam zu dir. Dann drehen wir auch eine absoluter Lieblingsteil von mir. Was ich immer mache, ist, wenn ich Drehpläne schreibe, das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, ich plane immer bei Außendrehs 2 Drehtermine ein. Einfach im Falle, das Wetter wäre schlecht. Das hat bisher immer super gut geklappt. Wir mussten nie weiter nach hinten verschieben. Das kann natürlich im Worst Case auch sein. Währenddem ich den Drehplan schreibe, zeichne ich auch das Storyboard. Es sind wirklich keine Meisterwerke. Es sind einfach irgendwelche Strichmännchen, die die Richtung des Gesichts anzeigen und vielleicht wichtige Umgebungsmerkmale oder eben der Sonnenstand. Hierbei haben wir wirklich gelernt, der Jonas und ich als Team dann am Drehort, dass wenn wir das vorher visualisiert haben, dass wir wirklich vom Gleichen sprechen, weil wir können über irgendeine Szene sprechen und in deinem Kopf drehst du von unten nach oben und ich denke so, nee, die Perspektive muss von oben nach unten sein, und das ist einfach, mündlich kommt man da nicht drauf. Und was auch mega cool ist am Storyboard zeichnen, ich zeichne das mal schon vor, was ich aufgeschrieben hatte im Konzept, und lasse dann immer pro Location noch Felder frei, und der Jonas zeichnet noch seine Ideen rein. Und das ist so eine Sache, ich glaube, wenn viele Menschen zusammenarbeiten und jeder seinen kreativen Brunst so reingeben kann, dann wird es einfach viel farbenreicher. Dann kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsteil, und zwar da, wo wirklich alles zusammenkommt. Ab hier beginnt die Choreografie zwischen Regie, Kamera und Modell. Hier entsteht eine Synergie, die meiner Meinung nach dann entfalten kann, wenn alles super organisiert ist. Man hat einen Plan, und innerhalb von diesem Plan kann man Spaß haben. Das ist das, was ihr in unseren Filmen auch entdecken könnt, nämlich diesen Spaß. Ich glaube, dass dieser Funke immer rüberkommt, und das ist tatsächlich so, weil wir einfach eine gute Zeit haben auf dem Set. Ja, und bevor wir euch jetzt den gleichen Clip zeigen, über den wir jetzt so lange geredet haben, noch ein paar grundsätzliche Gedanken von uns, wie wir arbeiten. Und zwar als Bucher Media arbeiten wir mit 4 Säulen: Emotion, Schönheit, Fairness, Authentizität. Ein schwieriges Wort. Jedenfalls wollen wir halt Emotionen schaffen. Also deswegen lassen wir uns auch, wie soll ich sagen, immer so viel Freiraum wie möglich offen auf dem Dreh. Da kommen wir dann später noch dazu. Ja, du lässt dir viele Freiheiten auf dem Dreh. Also Jonas ist so ein Kameramann. Ich muss ihm immer sagen, das ist das Storyboard, darauf haben wir uns verabredet. Wenn wir nachher noch Zeit haben und ich habe die Zeit im Blick, dann darfst du noch kreativ dich austoben. Ja. Das sind dann immer so deine 10 Minuten. Ja, und weil Priscilla eben die Zeit so im Griff hat, ist es dann auch immer möglich, und dann kommen immer noch ein paar Shots dazu, die manchmal auch im fertigen Film landen, manchmal vielleicht auch nicht, aber da waren manchmal schon welche dabei, wo wir dann uns drüber gefreut haben. Ja, die sind deiner Spontanität zu verdanken. Genau, und wir leben halt einen Mix zwischen Qualität und eben Schönheit und suchen das in allerlei Formen, Szenen eben oder gesprochenen und in Bildern, und punkto Fairness, wir wollen
fair gegenüber dem Kunden sein, indem wir ihm auch nicht das Blaue vom Himmel herab versprechen. Wir fordern uns schon selber heraus, wenn wir irgendwas anbieten, aber immer in dem Maß, dass wir wissen, wir können das irgendwie schaffen. Und auch fair gegenüber den Menschen, die wir mit ins Boot holen. Wir wollen die so entlöhnen, dass es halt zum Projekt passt. Also wenn wir jetzt mega einen geilen Deal haben, dann sollen andere damit partizipieren. Und wir wollen immer authentisch sein. Eben, wir sind so, wie wir sind. Andere dürfen so sein, wie die sind. Ja. Und deswegen kommen ja auch dann Leute auf einen zu, weil sie gesehen haben, was man schon gemacht hat und so. Und ja, deswegen sollte man sich auch nicht mega verbiegen für einen Kunden. Mhm. Genau. Also mit diesen 4 Säulen erschaffen wir schöne und nachhaltige Kunst. Also zurück zum Dreh. Wir hatten einen herrlichen, schönen Drehtag in Bern mit einem tollen Model und wir hatten auch einfach viel Spaß. Wir haben zwar einen strikten Zeitplan gehabt, aber der hat eben auch Raum zum ein bisschen Spielen gehabt und ja, es war ein toller Drehtag. Es war auch ein mega kleines Drehteam. Es waren Priscilla und ich. Und das Model? Ja, in einer der nächsten Folgen geht es dann auch darum, da wird auch vor allem Priscilla ein bisschen erzählen, wie man ein größeres Drehteam zusammenstellt. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hier waren wir eben wirklich zu zweit, was uns natürlich mega flexibel gemacht hat. Und danach ging es natürlich um den Schnitt, um die Kommunikation am Schnittplatz. Genau, da werden dann die Bilder ausgewertet und hier ist auch wieder die Kommunikation zwischen mir und dem Cutter wichtig. Auch hier haben wir viel gelernt. Ja, ich gehe natürlich als erstes mal voll rein ins Material. Ich schaue alles an. Ich schaue, was es alles gibt und mache schon mal einen ersten Schnitt, mache eine Aneinanderreihung. Vorher haben wir auch schon vielleicht die Musik ausgesucht. In dem Fall haben wir sogar schon Musikvorschläge vor dem Dreh an den Kunden geschickt. Wir wussten da schon, was uns auf der Timeline audiomäßig erwartet. Haben auch schon selber, sprechen wir eigentlich immer den Text ein, einfach kurz eine Layoutsprache, vielleicht mit dem Mikro hier und legen das schon mal drunter, damit sich der Kunde das auch nochmal so anhören kann. Genau, bevor die Sprachaufnahmen definitiv ins Studio gehen. Ja, und da haben wir auch unsere Favoriten, mit denen wir zusammenarbeiten. Eine Sprecherin, mit der wir sehr gern zusammenarbeiten, ein Studio, mit dem wir sehr gern zusammenarbeiten, wo wir einfach wissen, da kriegen wir Qualität zurück. Und hier war auch wieder so ein Fall. Wir haben gemerkt, dass wir da zu wenig kommuniziert haben mit dem Studio und der Sprecherin, weil wir was zurückgekriegt haben, was eigentlich von der Tonalität in eine ganz falsche Richtung ging. Da haben wir uns erstmal ziemlich erschrocken und gleich angerufen und gefragt, ob sie noch andere Varianten aufgenommen haben. Und hatten sie tatsächlich, also das waren wir auch wieder froh, mit Profis zu arbeiten. Sie hatten dann die Varianten uns noch geschickt, die genau gepasst haben. Aber für sie, in ihren Köpfen, war jetzt die erste Version, die sie uns geschickt haben, genau die richtige. Da war für uns das Learning, wir haben zu wenig kommuniziert. Wir hatten das, was in unseren Köpfen war, sind wir davon ausgegangen, dass das die anderen genauso verstehen. Aber das ist eigentlich genau, wir hatten es verschriftlicht, das Briefing, aber wir hätten auch wirklich selber die Audiospur mit unserer Art, wie wir es gesprochen hätten, dann vorab schicken müssen. Ja, und dann kommt eigentlich die große Feedback-Phase. Das ist eigentlich die nervöseste Zeit, oder? Ja, das ist recht aufregend. Man hat sich voll reingegeben. Ja. Man hat was gemacht, wo man dahinter steht und dann schickt man es plötzlich raus. Man macht sich quasi ein bisschen verletzlich. Und da kam auch ein Feedback, mit dem wir eigentlich was anfangen konnten, aber was uns zuerst zum Nachdenken gebracht hat, also der Kunde wollte dass es freudiger ist, mehr Lächeln vorkommt und das heißt für uns nochmal zurück ins Rohmaterial. Genau. Wir sind nochmal alles durchgegangen, wo lacht das Model, wo sieht es fröhlich oder fröhlicher aus und haben eigentlich nochmal eine neue Version gemacht und die hat dann schon gepasst. Ja, das war super. Also ich muss sagen, ich war dann auch mega happy und also meine Erfahrung ist immer, dass man sich wirklich öffnen muss für diese Korrekturschleifen, weil es schlussendlich einfach besser wird, weil
mein Wunsch ist es, dass der Kunde zufrieden ist und es ist sein Produkt und es ist seine Marke und er kennt die in- und auswendig. Ich kann es mir nicht anmaßen. Ich versuche das zu übersetzen in eine Bildsprache, in dieses Bewegtbildformat. Wenn die Feedbackschleife vorbei ist und der Kunde sagt, das ist es, dann kann ich mich mega freuen, so wie ein kleines Kind. Da bin ich einfach super happy, ja. Ja, wir machen wahrscheinlich auch noch ein Video, wo es darum geht, dass man sich eben voll reingeben muss und dann vielleicht auch ein bisschen loslassen muss. Also, unbedingt. Kill your darlings. Ja, ob man voll sein Ding durchziehen will und cool sein will und sagen, das ist aber das, was geil ist und nicht das, was du willst. Oder ob man ein bisschen drauf eingeht. Da kann man noch, glaube ich, schon ein Video drüber machen. Ja, haben wir auch geplant. Okay. Kill your darlings heißt es. Kill your darlings heißt das Video. Das machen wir noch. Jetzt, sollen wir noch was sagen oder sollen wir den Opener zeigen? Ja, wir zeigen den Opener. Ja, viel Spaß. Ich greife nach dem Horizont, mache mich auf den Weg, freue mich auf das, was kommen wird. Will was erleben. Bin gespannt auf neue Geschichten und darauf, Erlebnisse zu teilen. Schritt für Schritt durch dieses Leben, das ständig neue Erzählungen spinnt. Die Freude darüber, durch die Tür zu treten. Den Geruch von zu Hause zu atmen. Die Menschen, die ich liebe, in die Arme zu nehmen. Zu entspannen, zu erzählen. Geschichten vom Unterwegssein, von Begegnungen, vom Aufbrechen und vom Angekommensein. Bunte.de. Meine Zeit. Wenn ihr weitere Fragen habt zu der Entstehung eines Films, dann schreibt diese Fragen unten in die Kommentare rein und wir werden diese in einem anderen Video beantworten. Und wenn ihr mehr solche Videos möchtet, dann signalisiert uns das mit einem Thumbs up und abonniert unseren Kanal und wie immer, seid fleißig und seid bunt. Nett zueinander. So.